Stell dir diese Situation vor. Ich fahre mit einem Wohnmobil oder Auto entspannt durch Südeuropa, vielleicht Italien oder Spanien. Die Sonne scheint, alles ist super. Plötzlich ist ein Blaulicht hinter mir, ein ziviles Auto. Ich werde rausgewunken. Zwei Männer steigen aus. Vielleicht in Zivil, vielleicht in einer Uniform, die nicht ganz perfekt aussieht. In diesem Moment stelle ich mir natürlich sofort die Frage, sind die echt? Ich zeige dir, wie ich in dieser Situation reagiere, wie ich Betrüger sofort von echten Polizisten unterscheide und mit einem einzigen Satz dafür sorge, dass die falschen Polizisten sofort verschwinden. Denn wenn ich hier falsch reagiere, verliere ich schnell mehrere hundert Euro in bar. Deshalb macht es total Sinn, sich vorher einmal zu überlegen, wie man in so einem Fall reagieren würde. Später im Video verrate ich dir meinen entscheidenden Satz, der wichtigste überhaupt. Also, die Situation ist da. Die angeblichen Polizisten stehen vor meiner Wohnmobiltür bzw. Autotür. Sie wirken hektisch. Sie sagen, ich sei zu schnell gefahren oder hätte ein Stoppschild übersehen oder irgendeinen anderen Verstoß begangen. Sie setzen mich sofort unter Druck. Das wird teuer, das kann hunderte Euro kosten. Und dann kommt der Moment, auf den die ganze Masche aufbaut. Sie fordern die Strafe und zwar sofort und in bar. Genau das ist der Moment, in dem bei mir alle Alarmglocken angehen. Damit ich nicht in diese Falle tappe, achte ich auf 3 klare Dinge. Das ist meine persönliche Checkliste, die ich im Kopf durchgehe. Punkt 1. Wie treten Sie auf? Ich schaue mir das Auto und die Leute genau an. Ist es ein offizielles Polizeiauto? Oft nutzen die Betrüger Zivilwagen mit einem billigen Magnetblaulicht auf dem Dach. Das ist extrem verdächtig. Echte Zivilstreifen gibt es, klar, aber die wirken oft professionell. Dann die Uniform. Sieht sie echt aus oder wie aus einem Kostümladen? Echte Polizisten haben saubere, korrekte Uniformen. Und das Wichtigste, das ich prüfe, der Ausweis. Ich frage immer nach dem Dienstausweis. Betrüger werden nervös, weichen aus oder zeigen mir irgendwelche Fantasiekarten. Echte Polizisten können sich immer eindeutig ausweisen. Punkt 2. Was wollen Sie? Das ist das größte Alarmsignal für mich. Sobald jemand Bargeld sagt, bin ich raus. In fast keinem europäischen Land kassiert die Polizei Bußgelder noch in bar am Straßenrand. Echte Polizisten stellen ein offizielles Protokoll aus, ein Bußgeldbescheid, den kann ich später überweisen. Wenn Sie also nur Bargeld wollen und mir drohen, dass es sonst noch teurer wird, weiß ich, das sind Betrüger. Punkt 3. Wie verhalten Sie sich? Betrüger arbeiten mit Druck, mit Angst und mit Drohungen. Sie wollen, dass ich Angst bekomme. Sie drohen vielleicht mein Wohnmobil zu beschlagnahmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Echte Polizisten bleiben in der Regel ruhig, sachlich und professionell. Auch wenn sie streng und vielleicht auch mal etwas ruppig sind. Ich lasse mich von diesem Druck nicht einschüchtern. Ich weiß, sie wollen nur, dass ich schnell zahle und sie verschwinden können. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Der eine Satz, wie ich diese Situation auflöse. Der Satz, der die Betrüger sofort entlarvt und in 99% der Fälle in die Flucht schlagen wird. Wenn ich den geringsten Zweifel habe, also ein Zivilauto, eine Bargeldforderung oder bei aggressivem Verhalten, bleibe ich ruhig. Ich verriegle zur Sicherheit meine Türen, lasse das Fenster einen Spalt offen und sage dann ganz ruhig und bestimmt: Okay, ich verstehe. Ich möchte das gerne auf der nächsten Polizeiwache klären. Fahren Sie voraus, ich folge Ihnen. Dieser Satz ist der ultimative Test. Echte Polizisten hätten damit überhaupt kein Problem. Sie würden vielleicht mit den Augen rollen, aber sie würden mich zur Wache begleiten. Betrüger aber wollen auf keinen Fall zu einer echten Polizeiwache. Sie werden sofort nervös, sie suchen Ausreden, werden vielleicht noch lauter, aber ich bleibe dabei. Ich folge Ihnen zur Wache. Wenn Sie weiter Druck machen, sage ich: Okay, ich rufe jetzt selbst den europäischen Notruf 112 an und bitte um Bestätigung. Spätestens dann ist der Spuk vorbei. Die Täter verschwinden so schnell, wie sie aufgetaucht sind. Zusammengefasst, ich lasse mich nicht unter Druck setzen, ich zahle niemals bar und ich biete immer an, die Sache auf der Wache zu klären. So schütze ich mich und mein Geld und kann meinen Urlaub sicher und entspannt genießen.
Bitte like und hype das Video. Ich danke dir. Bis bald. Ciao, ciao.